Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Ich bin der Wolfgang, Woher kommst du, Wolfgang? aus der Nähe von Landsberg am Lech. Landsberg am Lech. Wie oft warst du in Medjugorje? 48 Mal. Und warum kommst du immer wieder hierher? Bis hier Himmel und Erde berühren, weil die Mutter Gottes mich erwartet. Und kannst du das beschreiben? Es gibt viele Leute, die schauen diese Videos an und wissen nicht, was Medjugorje ist. Kannst du beschreiben, was das ist? Der Himmel berührt die Erde hier. Wie kann man das beschreiben? Ja, ich denke, man kann sagen, hier ist eine unheimliche geistige Dichte, aber um das zu beschreiben, fehlen eigentlich die menschlichen Worte, das muss man erleben. Also es lohnt sich hierher zu kommen, um das eigentlich persönlich zu erfahren. Und hast du selbst Heilung und irgendwelche Knaben hier erfahren in Medjugorje? Also körperliche Heilung nicht, bin eigentlich ein gesunder Mensch seit Geburt, aber ich habe, denke ich mal, einen anderen Weg anhand der Mutter Gottes einschlagen dürfen, ja. Bei mir war ein großer Götze der Fußball und die Mutter Gottes hat es so ein bisschen, die Mutter Gottes hat es ein bisschen relativiert und hat es ein bisschen auf die geistige Ebene umgeschoben, ja. Und ich habe viele persönlich große Geschenke erhalten. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, du bist ein bisschen weg vom Fußball? Was ist, man geht ja weg, weil es ist irgendwas Schöneres dann da, oder? Ja, ich denke so, in unserer Gesellschaft hat ja momentan so der Fußball einen Stellenwert wie eine Religion. Ich selber habe dann auch die Fußballtrainerlizenz erworben, war sehr aktiv in unserem Verein als Trainer, Abteilungsleiter. Und man hat dann irgendwo erkannt, dass man am Sonntag auch noch was anderes tun kann, außer Fußball spielen. Ja? Und es geht eigentlich nur mit dem Himmel anhand der Mutter Gottes. Ja? Und du siehst jetzt, dass die Mutter Gottes, der katholische Glauben, mehr Stellenwert hat? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Freude bereitet, eher gesagt. Ja, Freude auch. Ich denke, sie bereitet uns eigentlich den schnellsten, kürzesten und einfachsten Weg zu ihrem Sohn. Aha. Und warum bist du katholisch? Warum willst du zum Sohn? Ach, ich denke eigentlich, wir sind hier nur ein Wimpernschlag auf Erden und als große Ziel ist der Himmel, ja. Wir wollen ja nicht irgendwo in die Milchstation und nachsitzen, sondern irgendwo mal Jesus sehen, ja, und dort Wohnung nehmen und dann die himmlische Herrlichkeit genießen, ja. Das hat uns ja der Papst Benedikt so schön, oder der Papst Emeritus so schön in den Schoß gelegt, ja. Wir sind hier, um Gott zu lieben, Gott zu dienen und ihn in Ewigkeit zu genießen. Und da wollen wir hin, ja. Das ist unser Ziel. Kannst du beschreiben, ich meine, in Deutschland denken viele Leute, Gott wartet drauf, dass wir hinfallen und dann kann er uns verurteilen, dann kommen wir in die Hölle. Was ist der liebe Gott? Was ist Gott der Vater für dich? Ja, Gott der Vater ist eigentlich mehr oder weniger das Synonym für die Liebe, ja. Er möchte ja mehr oder weniger uns auf seine zärtliche Art an ihn heranführen und uns von unseren irdischen Leidenschaften in aller Liebe und Güte loslösen, sodass wir eigentlich ihn an den ersten Platz im Leben stellen. Wunderschön, wunderschön. Und dann warst du hier bei der Beichte in Medjugorje? Ja, Kannst du beschreiben, viele Leute, ich war genauso, als die erste Beichte war, ich dachte, oh Gott, was denkt der von mir? Ich will jetzt alles erzählen, was ich so treibe. Und was ist die Schönheit der Beichte? ja, man kann es eigentlich auch irgendwo beschreiben, ja. Wir leben ja irgendwo mehr oder weniger in einem Umfeld, wo es unvermeidlich ist, dass man immer mal wieder in bestimmte Verhaltensmuster fallen. Ja, ich denke, da hat jeder irgendwo seine speziellen Fälle. Und schön ist, dass jemand auf uns wartet und uns trotz dieser schlechten Verhaltensmuster immer wieder empfängt, ein neues Kleid schenkt und wir uns erheben auf der Sünde. Ja. Das heißt, kannst du das beschreiben, der Effekt, wenn du aus der Beichte rausgehst? Ja, da läuft man wie auf Wolken hier über den Platz. Ja, so 50 Zentimeter über der Erde, alles ist beschwingt. Man sieht auch mal wieder die Leute im anderen Blickfeld. Vielleicht ein Hauch Gottes lebt dann ein bisschen in uns, ja, ein Hauch. Und dann hat mir eine Frau von deiner Pilgerruhe gesagt, du hast eine besondere Mission in Deutschland, die ich wunderschön finde. Kannst du dir ein bisschen beschreiben, was das ist? Also ja, wir durften eine Initiative gründen, die nennt sich Reine Herzen und da geht es eigentlich darum, dass man den Jugendlichen die Schönheit der von Gott erdachten Sexualität näher bringt. Die ist, kannst du die beschreiben, die Gott erdachte Sexualität? Ja, ich denke einfach mal, die mündet ja dann in der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau und wir dürfen ja dann schlussendlich Mitschöpfer werden, ja. Das ist vielleicht auch laut Johannes Paul II. Jene Lebenssituation, wo wir Gott sehr ähnlich werden. Und Gott hat uns ja da ein paar Leitplanken zur Verfügung gestellt, wie wir das vielleicht leben sollen. Und wenn man das mal ganz kurz macht, dann steht es eigentlich in der Heiligen Schrift in Genesis 2,24 sehr schön. Der Mann verlasse Vater und Mutter, binde sich an seine Frau und die zwei werden ein Fleisch. Also Gott hat hier eine Reihenfolge festgelegt und die dient eigentlich im Heil der Menschen, ja. Vor allem der jungen Leute, aber auch den Ehepaaren natürlich, ja klar.
das heißt, Sex gehört in die Ehe. Ja, Sex gehört in die Ehe, ist was Heiliges, ja. Man kann, denke ich, gar nicht die Wertschätzung Gottes für die Sexualität ermessen. Das größte Geschenk, was er uns gemacht hat eigentlich. Ne? Ja, durch die Sexualität werden wir zu Mitschöpfern, ja. Muss man sich eigentlich mal vorstellen, ja. Er hat ja auch können die Sexualität ganz anders regeln. Zum Beispiel, dass sich zwei Menschen tief in die Augen schauen und sie werden dann Vater und Mutter. Aber im Endeffekt, das Gefühl der gelebten Sexualität ist ja sicher eines der schönsten, was es überhaupt gibt, was ein Mensch erleben darf, ja. Und was würdest du sagen, du betest den Rosenkranz? Ja. Warum? Das ist für mich eine Meditation auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man kann sich ein bisschen loslesen vom irdischen Alltag und man lernt das Leben von Jesu Christi besser kennen, ja. Wunderschön. Und zum Schluss, was würdest du Leute sagen, was ist so speziell an Medjugorje? Warum sollen die vielleicht mal hierher kommen? Ich denke einfach, hier erlebt man die Sakramente noch mal wesentlich tiefer, wie vielleicht vor Ort in der eigenen Pfarrei. Es ist ein besonderer Schutz von der Gottesmutter hier spürbar, erfahrbar. Und hier gibt es wirklich wahrhaftige Bekehrungen, wo auch andauern. Und noch eine Frage, wenn ich fragen darf. Ganz kurz, mich fragen viele Leute, die suchen, wie finde ich denn die Berufung und wie finde ich den richtigen Ehepartner? Was würdest du denn als Rat geben? Ja, ich denke, durchs Gebet vor allem, eine geistliche Begleitung von einem Priester, auch Zeit der Stille im persönlichen Leben einräumen und einfach versuchen, eine innige Beziehung zu Gott aufzubauen. Der zeigt einem dann immer wieder den Weg, schenkt einem Menschen zur Seite, wo einem vielleicht manche Dinge eröffnen, wo einem persönlich weiterhelfen. Und wenn wir mal unseren Körper betrachten, wir haben 2 Ohren und einen Mund. Das heißt, das Gebet ist vor allem auch ein Hören und nicht ein dauernd Plappern. Wenn wir Gott nur voll plappern mit unseren Nöten und Sorgen, dann kann er uns ja nichts sagen. Schön. Und die letzte Frage, der Weg zum Glück, um glücklich zu sein. Kannst du erklären, warum du katholisch bist und warum du glücklich bist und Freude ausstrahlst? Ja, ich denke, katholisch sein bedeutet an der Hand Jesu Christi durchs Leben zu gehen, Hand der Mutter Gottes. Und die schenken einem jeden Tag so viele Gnadengaben, können wir eigentlich jeden Tag Hurra schreien, ja. Und dass es die Auf und Ab gibt wie in einer, wie soll man sagen, wie dem Leben, in jedem Leben. Ich denke, das ist irgendwie auch für unsere geistige Stärkung und auf der anderen Seite auch ein Stück weit, dass wir in der Demut bleiben oder die Demut lernen, ja. Wunderschön. Und wenn du sagst Gnaden, ganz kurz, was ist was? Viele Leute hören die Interviews und sagen, was ist Gnade? Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich denke einfach mal, Gnade ist mal als erstes zu erkennen, dass es Gott gibt und dass er uns unendlich liebt. Eine Liebe, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Ganz lieben Dank für dieses wunderschöne Interview.